Hallo und willkommen bei Learn German Stories. In diesem Video hören Sie eine einfache Geschichte auf Deutsch. Diese Geschichte ist perfekt für Anfänger. Heute begleiten wir Anna. Anna fühlt sich nicht sehr gut. Sie muss zum Arzt gehen. Hören Sie gut zu und versuchen Sie, die Geschichte zu verstehen. Los geht's. Die Geschichte. Es ist Montagmorgen. Anna wacht früh auf. Aber heute fühlt sie sich nicht gut. Ihr Kopf tut weh. Ihr Hals tut auch weh. Anna fühlt sich müde. Sie denkt, ich glaube, ich bin krank. Anna steht langsam auf. Sie geht in die Küche und trinkt ein Glas Wasser. Dann setzt sie sich auf das Sofa. Anna denkt nach. Vielleicht soll ich zum Arzt gehen. Anna nimmt ihr Telefon. Sie möchte einen Termin beim Arzt machen. Anna ruft die Arztpraxis an. Das Telefon klingelt. Nach ein paar Sekunden hört Anna eine Stimme. Guten Morgen, Arztpraxis Müller. Anna sagt, Guten Morgen. Mein Name ist Anna Becker. Ich möchte einen Termin beim Arzt. Die Frau am Telefon sagt, Was haben Sie für ein Problem? Anna antwortet, Ich habe Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Die Frau sagt, Würsti. Der Arzt hat heute um 11 Uhr einen Termin frei. Anna sagt, Ja, das ist gut. Die Frau sagt, Gut, dann sehen wir uns um 11 Uhr. Anna sagt, Vielen Dank. Es ist jetzt 10 Uhr. Anna zieht ihre Jacke an. Draußen ist es kalt. Sie geht langsam zur Arztpraxis. Nach 10 Minuten kommt Anna an. Die Praxis ist nicht sehr groß. Anna öffnet die Tür. Im Wartezimmer sitzen schon einige Menschen. Ein Mann liest eine Zeitung. Eine Frau schaut auf ihr Telefon. Ein kleines Kind spielt mit einem Spielzeug. Anna geht zur Rezeption. Die Frau am Empfang lächelt. Guten Tag. Anna sagt, Guten Tag. Ich habe einen Termin um 11 Uhr. Die Frau schaut in den Computer. Name. Anna Becker. Die Frau sagt, Ja, ich sehe Ihren Termin. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Anna sagt, Danke. Anna setzt sich auf einen Stuhl. Im Raum ist es ruhig. Man hört nur eine Uhr an der Wand. Tick, tack, tick, tack. Nach ein paar Minuten öffnet sich die Tür. Eine Krankenschwester sagt, Anna Becker, bitte. Anna steht auf. Sie folgt der Krankenschwester. Anna geht in ein kleines Zimmer. Die Krankenschwester sagt, Bitte setzen Sie sich. Die Krankenschwester misst Annas Temperatur. 36,9 Grad, sagt sie. Dann misst sie den Blutdruck. Alles ist normal. Die Krankenschwester sagt, Der Arzt kommt gleich. Nach 2 Minuten kommt der Arzt ins Zimmer. Guten Tag, Frau Becker. Anna sagt, Guten Tag. Der Arzt setzt sich. Was haben Sie für Beschwerden? Anna sagt, Ich habe starke Kopfschmerzen. Und mein Hals tut weh. Der Arzt fragt, Seit wann haben Sie diese Symptome? Anna denkt kurz nach. Seit gestern Abend. Der Arzt sagt, Haben Sie auch Fieber? Anna sagt, Nein, ich glaube nicht. Der Arzt sagt, Husten Sie? Anna sagt, Ein bisschen. Der Arzt steht auf. Ich möchte Ihren Hals sehen. Anna öffnet den Mund. Der Arzt schaut in ihren Hals. Sagen Sie bitte, Ah. Anna sagt, Er. Der Arzt nickt. Der Arzt sagt, Ihr Hals ist ein bisschen rot. Ich glaube, Sie haben eine Erkältung. Anna fragt, Ist das schlimm? Der Arzt lächelt. Nein, das ist nichts Ernstes. Der Arzt sagt, Sie brauchen Ruhe. Trinken Sie viel Wasser oder Tee. Und schlafen Sie genug. Der Arzt schreibt ein Rezept.
Dieses Medikament hilft gegen die Schmerzen. Anna nimmt das Rezept. Anna sagt: Vielen Dank, Herr Doktor. Der Arzt sagt: Kein Problem. Wenn Sie in 3 Tagen noch krank sind, kommen Sie bitte wieder. Anna sagt: Okay. Anna verlässt das Zimmer. Sie geht zur Rezeption. Dann verlässt sie die Praxis. Draußen ist es kühl, aber die Sonne scheint. Anna fühlt sich schon ein bisschen besser. Anna geht zur Apotheke. Sie gibt das Rezept der Apothekerin. Nach ein paar Minuten bekommt sie das Medikament. Anna sagt: Danke. Zu Hause macht Anna einen warmen Tee. Sie setzt sich auf das Sofa. Sie denkt: Jetzt muss ich mich ausruhen. Anna trinkt den Tee langsam. Dann legt sie sich ins Bett. Am Abend fühlt Anna sich besser. Die Kopfschmerzen sind nicht mehr so stark. Anna lächelt. Der Arzt hatte recht. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal Learn German Stories. Hier lernen Sie Deutsch. Mit einfachen Geschichten aus dem Alltag. Bis zum nächsten Video.